Wenn du auf YouTube unterwegs bist, streamst oder regelmäßig in Meetings sitzt, dann weißt du eigentlich, eine gute Webcam ist Pflicht. Genau deshalb schaue ich mir heute zwei neue Webcams von Insta360 an, und zwar die Link 2 Pro und die Link 2C Pro. Beide setzen auf 4K, KI-Features und viel Technik. Spannend auf jeden Fall für Creator, Streamer und für alle, die beruflich viel vor der Kamera sitzen. Ob sie wirklich überzeugen, welche Version für wen Sinn macht und ob sie meinen bisherigen Workflow ersetzen können, das klären wir jetzt. Kurz gesagt, die Link 2 Pro und die Link 2C Pro sind die aktuellen 4K-Top-Modelle von Insta360. Also nicht nur für klassische Zoom-Calls, sondern für alle, die regelmäßig vor der Kamera sitzen. Beide setzen auf einen großen 1 zu 1,3 Zoll Sensor, Dual Native ISO und moderne KI-Features. Das sieht man auch direkt im Bild. Mehr Details, bessere Farben und deutlich bessere Low-Light-Performance. Und das ist egal ob im Homeoffice, beim Streaming oder auch für späte Meetings. Und der Unterschied liegt eindeutig in der Technik dahinter. Die Link 2 Pro nutzt KI-Tracking über einen Gimbal. Die Link 2C Pro setzt auf intelligentes automatisches Framing per Software. Und dazu kommen Gestensteuerung, virtuelle Hintergründe und ein natürliches Bokeh, das viel mehr nach DSLR-Kamera als nach klassischer Webcam aussieht. Sehr praktisch im Alltag ist auch die magnetische Halterung. Draufsetzen, ausrichten und fertig. Was mir hier besonders gefällt, Insta360 trennt die beiden Modelle nicht künstlich über fehlende Features, sondern über die Art, wie sie umgesetzt sind. Gimbal-Tracking bei der Link 2 Pro, Software-Framing bei der Link 2C Pro. Und genau dadurch ist auch sofort klar, welche Kamera für welchen Einsatz gedacht ist. Preislich liegen wir bei 269 € für die Link 2 Pro und 219 € für die Link 2C Pro. Und damit sind beide klar im Premium-Bereich angesiedelt und richten sich an Creator, Streamer und vor allem an alle, die beruflich regelmäßig mit Video arbeiten. Ja, über 200 € für eine Webcam ist definitiv eine Ansage. Aber der Unterschied zu vielen anderen teuren Modellen ist hier absolut spürbar. Der Preis kommt nicht aus Marketing, sondern aus der Technik. Ein großer Sensor, durchdachte KI-Funktionen und eine Software, die den Workflow wirklich verbessert. Und das fühlt sich insgesamt eher nach einem kleinen Profikamera-Setup an, als nach einer überteuerten Laptop-Webcam. Kommen wir zur Bildqualität, und die ist wirklich eines der großen Highlights bei den Modellen. Sowohl die Link 2 Pro als auch die Link 2C Pro setzen auf einen 1 zu 1,3 Zoll Sensor, und der ist für eine Webcam richtig groß. Entsprechend wirkt das Bild auch weniger nach klassischer Webcam und deutlich mehr nach kleiner DSLR-Kamera. Und in Kombination mit Dual Native ISO und HDR bleiben die Aufnahmen auch hell, sauber und detailreich, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen. Und egal ob du dunkles Homeoffice, RGB Gaming Setup oder starkes Gegenlicht durch ein Fenster hast, das Bild kippt dir nicht weg, es überstrahlt nicht und säuft auch nicht in den Schatten ab. Dazu kommt ein 84 Grad Sichtfeld, das angenehm breit ist und das perfekt für Meetings mit mehreren Personen, Präsentationen oder auch Streams, ohne dass man komplett reingezoomt aussieht. Bei der Audioqualität setzen sowohl die Link 2 Pro als auch die Link 2C Pro auf ein Dual-Mikrofonsystem aus einem Omni und einem Richtmikrofon kombiniert mit KI-Rauschunterdrückung. In der Insta360 Software kannst du dann zwischen 4 Audiomodi wechseln. 2 omnidirektionale für natürlichen Klang, einmal leicht gefiltert für den Alltag und einmal komplett unbearbeitet, sowie 2 Richtmodi, einen breiten Modus für Gespräche mit mehreren Personen und einen Fokusmodus, der Geräusche seitlich und von hinten deutlich reduziert. Und was mir persönlich gefällt, je nach Umgebung lässt sich der Sound wirklich schnell anpassen, ohne dass man daran groß rumschrauben muss.
Für Calls oder für Streams funktioniert das überraschend gut. Selbst ohne externes Mikro klingt das sauber und kontrolliert, solange man halbwegs frontal vor der Kamera sitzt. Bei den KI-Features unterscheiden sich die beiden Modelle klar und genau das ist auch der entscheidende Punkt bei der Kaufentscheidung. Die Link 2 Pro nutzt echtes KI-Tracking über einen integrierten 2-Achsen-Gimbal. Die Kamera folgt den Bewegungen sehr ruhig und ohne hektische Sprünge und egal ob man sitzt oder aufsteht oder sich im Raum bewegt, oder kurz etwas vor die Kamera hält. Das funktioniert für Einzelpersonen genauso wie für kleine Gruppen mit 2 bis 3 Leuten, wobei Bildausschnitt und Zoom automatisch so angepasst werden, dass alle sauber im Frame bleiben. Und was mir im Alltag besonders aufgefallen ist, weil sich die Kamera physisch bewegt und nicht nur digital zoomt, wird das Bild deutlich stabiler. Und gerade bei Präsentationen oder wenn man sich öfter bewegt, so wie ich gerade hier, dann fühlt sich das Tracking einfach natürlicher an als reines Software-Autoframing. Die Link 2C Pro arbeitet ohne Gimbal. Hier kommt das automatische Framing zum Einsatz, bei dem der Bildausschnitt per intelligenten Zoom angepasst wird, um dann die Person mittig im Bild zu halten. Auch hier erkennt die Kamera automatisch, ob einzelne Personen oder eine kleine Gruppe im Bild ist. Beide Modelle unterstützen die Gestensteuerung, allerdings mit unterschiedlicher Funktion. Mit der offenen Handfläche zum Beispiel startest du oder stoppst du bei der Link 2 Pro das KI-Tracking, bei der Link 2C Pro das automatische Framing. Die L-Geste steuert bei den beiden den Zoom und das Peace-Zeichen aktiviert den Whiteboard-Modus. Ich habe jetzt nur leider kein Whiteboard da, um das im Live-Modus hier zu zeigen. Ergänzen lassen sich alle Funktionen auch über den Touch-Button oder die Software bedienen. Im Alltag ist das dann tatsächlich kein Spielkram, auch wenn es vielleicht kurz so aussieht, sondern wirklich praktisch, weil wer regelmäßig vor der Kamera arbeitet, kann zwischen Tracking, Zoom und Modi schnell wechseln, ganz ohne Maus oder Tastatur, und genau das spart im Workflow dann spürbar Zeit. Spannend bei der Link 2 Pro ist der Tracking-Bereich. Damit legst du fest, in welchem Bildbereich die Kamera dir überhaupt folgen darf. Verlässt du dann diesen Bereich, stoppt das Tracking sofort, und das sorgt für eine konstante Bildausrichtung und schützt gleichzeitig private Bereiche, etwa im Homeoffice oder auch im Unterricht. Der Bereich wird manuell über 4 Grenzen, oben, unten, links, rechts, eingerichtet und einmal festgelegt arbeitet das Tracking ausschließlich innerhalb dieses Rahmens. Ebenfalls bei der Link 2 Pro verfügbar ist der Track-Stop-Bereich. Hier kannst du gezielt Zonen definieren, in denen das Tracking pausiert. Du kannst dich also bewegen, ohne dauerhaft im Bild zu bleiben. Und sobald du dann den definierten Bereich wieder betrittst, setzt dann das Tracking automatisch fort. Und es lassen sich bis zu 6 Tracking-Stop-Zonen anlegen. Den Desk-View-Modus können beide Kameras, aber sie lösen ihn unterschiedlich. Bei der Link 2 Pro kippt sich die Kamera automatisch nach unten, zeigt direkt den Schreibtisch. Das ist ideal für Skizzen, für Notizen oder für schnelle Produktdemos ohne zweite Kamera. Bei der Link 2C Pro stellst du den Winkel dann manuell über die Halterung ein und passt ihn dann in der Software an. Wichtig bei beiden ist, den Winkel nicht weiter als etwa 100 Grad aufzuklappen, sonst kann es zu Verzerrungen kommen. Für mich ist das heute genauso ein Feature, das man erst unterschätzt und dann ständig benutzt, weil es einfach praktisch ist. Beide Modelle unterstützen außerdem einen Porträtmodus für 9:16 Content in 4K mit 30 FPS, und das ist ideal für Shorts, TikTok, für andere Social Media Kanäle und für vertikale Streams. Dafür wird die Webcam mit dem 2-in-1 Mini-Stativ hochkant montiert und das Hochformat in der Streaming-Software eingestellt. Dass beide Modelle echtes 9:16 Video direkt in 4K liefern, ist
bei Webcams eigentlich immer noch eher die Ausnahme. Man merkt hier ziemlich deutlich, dass Insta360 für aktuelle Social- und Streaming-Formate wie eben TikTok wirklich mitgedacht hat und nicht nur bei klassischen Querformat-Calls. Der Whiteboard-Modus steht ebenfalls bei beiden Modellen zur Verfügung. Inhalte auf einem Whiteboard werden automatisch klarer und kontrastreicher dargestellt, so dass Schrift und Zeichnungen im Call oder Stream besser lesbar sind. Neu ist hier, dass sich der Modus direkt per Peace-Geste aktivieren lässt, ganz ohne Marker oder Klicks im Controller. Beim Privatsphäre-Modus gibt es wieder zwei Unterschiede. Die Link 2 Pro wechselt nach etwa 10 Sekunden Inaktivität automatisch in den Privatsphäre-Modus und kann zusätzlich manuell nach unten gekippt werden. Die Link 2C Pro nutzt einen mechanischen Privatsphäre-Schalter, mit dem das Objektiv physisch verschlossen wird. In beiden Fällen ist jederzeit klar sichtbar, ob die Kamera aktiv ist. Klar, die Kameras funktionieren auch so, aber erst mit der Software Insta360 Link Controller holst du auch das Maximum aus den Geräten raus. Bild, Ton, KI-Features, Tracking, Zoom, Hintergründe und Presets, das regelst du alles an einer Stelle. Wenn du öfter streamst, Präsentationen hältst oder zwischen verschiedenen Setups wechselst, ist das super praktisch und spart richtig Zeit. Die Software ist dabei wirklich angenehm übersichtlich und auch nicht unnötig kompliziert. Genauso wie man es halt eben im Alltag braucht. Mit dem Link Controller bekommst du nicht nur natürliche Bokehs, sondern auch virtuelle Hintergründe und Face Features wie leichte Schönheitsfilter. Du kannst Hintergründe unscharf machen, komplett ersetzen, ein dezentes Bokeh nutzen, damit der Fokus klar auf dir liegt. Die Beauty Features sind eher zurückhaltend gedacht. Das sind kleine Korrekturen, das ist also kein übertriebenes Instagram-Face. Alles lässt sich direkt in der Software einstellen und solange du dich nicht ständig durchs Bild bewegst, wird das Ganze eigentlich auch ziemlich sauber und erstaunlich natürlich. Beide Kameras setzen auf echte PDAF-Autofokus, also den gleichen Fokustyp, den man auch von größeren Kameras kennt. Das heißt, der Fokus springt schnell und sauber zwischen Personen und Objekten und das ohne Pumpen oder langes Suchen. Wenn du etwas in die Kamera hältst oder dich leicht vor und zurück bewegst, bleibt das Bild stabil scharf, solange das Motiv halbwegs mittig ist. Genauso soll sich ein guter Autofokus auch anfühlen, unauffällig, aber zuverlässig. Du kannst die Webcam auch direkt über das Handy steuern und das auch ganz ohne extra App. Dafür einfach den QR-Code scannen und fertig. Läuft übers gleiche WLAN, du kannst dann Modi wechseln, Einstellungen anpassen und bei der Link 2 Pro sogar den Gimbal bewegen, ohne Maus oder Tastatur anzufassen. Gerade im Stream oder bei Präsentationen ein echt kleines, aber ziemlich hilfreiches Feature. Richtig stark im Alltag sind die Szenen-Presets. Du speicherst komplette Setups ab, also Winkel, Zoom, Belichtung, KI-Modi, Effekte und auch die Hintergründe und wechselst dann mit einem Klick zwischen Präsentation, Nahaufnahme, Desk View oder Weitwinkel oder was du eben als Setup eingestellt hast. Und das spart eigentlich wirklich enorm viel Zeit, vor allem in Kombination mit einem Elgato Stream Deck. Wichtig nur, für Effekte und Feineinstellungen muss der Link Controller im Hintergrund laufen. Neben der eigenen Software ist auch die Kompatibilität mit Fremdsoftware ein wichtiger Punkt, denn die Link 2 Webcams lassen sich problemlos in bestehende Setups integrieren und funktionieren nicht nur im Insta360 Ökosystem, sondern auch mit gängigen Streaming- und Workflow-Tools. Die Stream Deck-Integration macht die Link 2 Pro und die Link 2C Pro vor allem für Streams richtig angenehm im Alltag. Wenn du ein Elgato Stream Deck nutzt, dann macht das wirklich richtig Laune. Du kannst Belichtung, Weißabgleich, KI-Modi oder ganze Presets einfach auf die Tasten legen und sogar zwischen mehreren Link-Webcams wechseln. Gerade im Livestream ist das Gold wert, weil du nichts im Menü suchen musst und komplett im Flow bleibst.
Im OBS laufen beide Webcams völlig unkompliziert als ganz normale Videoquelle. Das heißt einfach nur einstecken, auswählen, fertig. Und das läuft dann stabil im Stream und auch bei Aufnahmen. Die Insta360 Link 2 Pro und die Link 2C Pro spielen ganz klar in einer anderen Liga als konventionelle Webcams. Der große 1:1,3 Zoll Sensor, die starke Lowlight-Performance und auch die vielen gut umgesetzten KI-Features sorgen wirklich dafür, dass das Bild sichtbar besser aussieht als bei typischen billigen Standard-Webcams. Was ich richtig gut finde, die Unterschiede zwischen den Modellen sind auf jeden Fall sinnvoll gelöst. Die Link 2 Pro eben mit Gimbal-Tracking ist perfekt, wenn man sich viel bewegt, präsentiert oder aktiv vor der Kamera arbeitet. Die Link 2C Pro setzt auf automatisches Framing und passt ideal zu ruhigeren Setups wie eben zum Beispiel Meetings oder Streams ohne viel Bewegung. Das fühlt sich nicht nach künstlicher Feature-Trennung an, sondern nach zwei Kameras für unterschiedliche Einsätze. Klar ist aber auch, das sind keine Einstecken und nie wieder anfassen Webcams. Wenn du den Link-Controller, Presets oder einen Stream Deck nutzt, solltest du auf jeden Fall einiges konfigurieren. Dafür bekommst du aber am Ende ein extrem flexibles Videobild, den viele andere Webcams so nicht einfach liefern. Preislich sind auf jeden Fall klar beide im Premium-Bereich. Für reine Office-Calls wäre das der totale Overkill. Aber wenn du streamst, Content machst oder so wie ich regelmäßig professionell vor der Kamera arbeitest, dann gehört die Link 2 Serie aktuell zu den rundesten und überzeugendsten Webcam-Setups. Alle Infos findest du unten in der Beschreibung, da ist auch mein Affiliate-Link zu diesen Kameras drin. Damit unterstützt du den Kanal, ohne dass es dich mehr kostet. Wenn dir das Video geholfen hat, dann lass gerne ein Like und ein Abo da. Schreib mir in die Kommentare, welche dieser beiden Webcams spannender für dich ist. Und wenn du keine Tech-Reviews verpassen willst, Abo dran lassen, Glocke an. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann!